Hallo zusammen! In diesem Video sehen wir uns an, wie man im Planter Project leere Datensätze einfügt. Falls Sie stattdessen vorhandene Datensätze kopieren möchten, schauen Sie sich das Video zum Kopieren und Verschieben von Datensätzen an. Den Link finden Sie in diesem Video und in der Beschreibung. Es gibt im Planter Project verschiedene Möglichkeiten, neue Datensätze einzufügen. Sie können die Taste F4, den Einfügen-Menüpunkt in der Symbolleiste, die Pluszeichen in den Überschriftszeilen der Datenbereiche, den Eintrag Einfügen im Kontextmenü und die verschiedenen Plus-Buttons im Programm verwenden. Wir stellen die Einfügemethoden und ihre Funktionsweisen am Beispiel des Moduls Terminplan genauer vor. Ist das Modul komplett leer, fügen Sie den ersten Datensatz ein, indem Sie F4 drücken bzw. den Einfügen-Menüpunkt verwenden. Im Terminplan erscheint dann standardmäßig ein Vorgangsdatensatz. Wir drücken nun so häufig F4 oder den Button, wie wir Vorgänge benötigen. Anschließend können wir sie wie gewünscht befüllen. Nun kann es aber sein, dass Sie einmal an einer bestimmten Stelle zwischen oder unter vorhandenen Datensätzen einen neuen einfügen möchten. Wir möchten heute etwa zwischen Vorgang B und Vorgang C einen weiteren Vorgang anlegen. Hierzu klicken Sie auf den Datensatz, unter dem der neue eingefügt werden soll. In unserem Fall Vorgang B. Damit kennzeichnen Sie diesen Datensatz als Ausgangspunkt für das Einfügen. Sie erkennen das auch an der hellblauen Hinterlegung. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das Einfügen auslösen. Sie können F4 drücken bzw. den Einfüge-Button verwenden oder dieses Pluszeichen in der Überschriftszeile des jeweiligen Datenbereichs benutzen. Hier in der Überschriftszeile des Vorgangsdatenbereichs. Nehmen wir heute das Pluszeichen. Schon ist unter Vorgang B ein weiterer Vorgang erschienen. Beachten Sie, dass Sie mit der Methode nur einen Datensatz einfügen können, der aus demselben Datenbereich kommt wie der gekennzeichnete Ausgangsdatensatz. Wir können in diesem Fall also einen Vorgangsdatensatz unter dem gekennzeichneten Vorgang einfügen, aber zum Beispiel keinen Ressourcendatensatz. Mehr Auswahl haben Sie, wenn Sie zum Einfügen das Kontextmenü verwenden. Dieses bietet die Möglichkeit, nicht nur die Datensätze aus demselben Datenbereich, sondern auch Datensätze aus anderen Datenbereichen einzufügen. Öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie einen Rechtsklick auf den Datensatz machen, bei dem der neue Datensatz eingefügt werden soll. Und wählen Sie dann unter Einfügen den Datenbereich aus dem der neue Datensatz stammen soll. Welche Bereiche im Kontextmenü zur Auswahl stehen, unterscheidet sich je nach Datensatz, auf dem Sie das Menü öffnen. Wir möchten nun Vorgang A eine Ressource zuordnen. Daher öffnen wir auf diesem Vorgang das Kontextmenü und wählen den Datenbereich Ressource aus. Schon ist der Ressourcendatensatz eingefügt und wie gewünscht Vorgang A zugeordnet. Wenn Sie nun zu dieser Ressource eine weitere hinzufügen wollen, können Sie das übrigens auch mit den eingangs beschriebenen Methoden tun. Mit Klick auf den Ressourcendatensatz und mit dem Button F4 oder dem Pluszeichen in der Überschriftszeile über dieser Ressource. Vielleicht sind Ihnen außerdem weitere Plus-Buttons im Programm aufgefallen, so wie hier im Terminplan oder hier im Projektsteckbrief. Mit diesen Buttons können Sie ebenfalls Datensätze erstellen. Welche Datensätze das im Einzelfall sind, entnehmen Sie den Tooltips, die erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Buttons fahren. Damit haben wir das Ende erreicht. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planter entschieden haben.